Caravan Salon Düsseldorf 2023. Wir sind immer noch in Halle 10 bei Mobilwetter. Neben mir steht der Karl Schlössel. Hallo Karl. Hallo Sandra, servus. Du bist Vertreter von La Marca, quasi auch der Kopf von Mobilwetter, richtig? Wir sind, sagen wir mal so, der größte Mobilwetterhändler in Europa. Wir sind natürlich mit der Firma sehr stark verheiratet, auch mit den Ideen. Und natürlich das Thema Yachtbau auf Rädern macht natürlich schon sehr, sehr viel aus, muss man sagen. Und wir haben jetzt natürlich einen Kastenwagen, der ein bisschen außergewöhnlicher ist wie die anderen. Aber den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben schon diskutiert, welches Fahrzeug wir denn nehmen. Und hier hast du gesagt, vielleicht können wir noch mal eine etwas andere Zielgruppe ansprechen. Richtig. Aber wir verraten, ich würde sagen, das lassen wir zum Ende des Videos. Dann zeigen wir, was das Fahrzeug so besonders macht. Und wir bleiben mal noch hier, zeigen das Datenblatt. Das ist der Admiral K6.5. Das heißt eine Länge von 6,36 Metern. Wir haben Breite von 2,05 Metern und, wie du schon gesagt hast, wir haben quasi Yacht-Feeling auf 4 Rädern. Ne? Richtig. Vorne natürlich ein ganz luxuriöser Yacht, sage ich jetzt mal. Man sieht es schon mit sehr edlen Hölzern. Der Fußboden aus dem Yachtbau. Also hier wirklich edelste Geschichte gemacht. Du siehst, du hast ja vor kurzem die Yachtmesse und Bootsmesse gemacht. Man sieht es natürlich, es hat dieses komplette Yacht-Flair an sich. Das Auto hat 2 Seiten, vorne die luxuriöse Yacht. Und wir werden dann hinten die Überraschung noch zeigen, was uns das Heck letztendlich verraten wird. Ja, was mir auch sehr gut gefällt, ist eben hier das eingelassene Mobilwetter-Logo. Also alles wirklich total edel und super schön umgesetzt. Hier haben wir jetzt auch eine Markise mit dabei, natürlich Thule. Preislich liegen wir bei einem Grundpreis von rund 75.000 €. Das Fahrzeug, so wie es hier jetzt steht, und ja, ich runde auf 88.000 €. Ist natürlich eine Stange Geld, aber du hast schon gesagt, Yacht-Feeling, und eine Yacht kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. So ist und es. Es ist natürlich auch eine Sache der Qualität, eine Sache der Materialien und ja, eine Sache des Designs. Ne? Also ich glaube, wer Mobilwetter-Fan ist, der ist dann natürlich gibt auch ein bisschen mehr aus, weil Ja. eine Yacht ist ja auch nicht ein Ruderboot oder ein Schlauchboot. Muss man ja immer sehen. Wir haben hier eine Yacht auf Räder und kein Ruderboot oder so ein Schlauchboot. Und da geht es natürlich beim Material los, bei der Ausstattung, bei den ganzen Optionen. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen besonders. Ja, wir haben hier ein Fiat-Fahrgestell, der Fiat Ducato. Richtig. Ist natürlich oft vertreten. Fiat gibt's, dann gibt es noch Citroën, VW und mittlerweile haben wir auch schon gezeigt, auch Ford ist da mittlerweile auch gut dabei. Ja, wir dürfen jetzt rein. Genau, enter die Yacht. Werden wir zum Pirat. Ja, auch hier nochmal das hochwertige Material und hier, wie die Sitzflächen versteppt sind, das ist wirklich so liebevoll gemacht und so toll designt. Genau, und du zeigst schon was ganz Besonderes schau hier. mal, da kannst du deinen schönen Rotwein oder Chianti oder ein bisschen Prosecco, alles kannst du hier unterbringen. Das ist also hier relativ praktisch gemacht. Du schiebst das einfach wieder rein. Licht geht auch übrigens da an. Hier verschließt du wieder und du hast das ja vorher schon mal entdeckt. Zu aller Überraschung mit Brettchen. Sehr stylisch. Finde ich recht stylisch. Wie findest du das? Ich finde es total schön. Also Ja? ich bin total begeistert von Mobilwetter, von der Designsprache, von den Materialien. Also wirklich toll gemacht. Und dann wieder total easy einmal zuschieben und fertig, ne? Hat was. Auch hier der Wasserregler natürlich. Im Übrigen, das sind haushaltsübliche Wasserhähne. Jeder kennt das Problem bei vielen Wohnmobilmarken, dass du nach oft schon 3-4 Jahren nichts mehr bekommst. Das kriegst du überall oder kannst was anderes aus dem Baumarkt natürlich nachrüsten. Ja, das heißt, wenn ich sogar noch einen größeren, oder natürlich, man hat natürlich das Platzproblem, aber sogar wenn mir der Wasserhahn nicht gefällt, kann ich dann selbst noch Dann kannst umdesignen. kannst du selbst deinen eigenen Style hier mit reinbringen. Aber ich finde, es ist auch gar nicht nötig, hier den Style zu verändern, denn es ist natürlich eine richtig schöne
Designsprache hier und ebenfalls funktional. Also kochen kann man hier auch. Absolut, absolut. Und Was noch- kochst du denn am liebsten? Och, ich habe lange alleine gelebt und dann war es für mich schnell und einfach so eine One-Pot-Gemüsepfanne mit Nudeln oder so. Aber mittlerweile wird es dann doch noch mal aufwendiger, wenn der Mann abends heimkommt und wir dann gemeinsam was Leckeres essen. Da haben wir ja dann später schon das gleiche Thema hier, wenn der Mann nach Hause kommt vom Motorradgeschäft. Und so Ja, weiter. Da machen wir jetzt keine Werbung. auf jeden Fall einen fetten Gruß an meinen Geliebten, den Henning. Der wird gleich überrascht, dass vielleicht sogar das Fahrzeug was für uns ist. So, und jetzt lösen wir auf, wir gehen nach hinten, denn dieses Fahrzeug ist auch optimal geeignet für Zweiradfans, beziehungsweise Absolut. Zweiradfans, die auch motorisierte Zweiräder haben oder vielleicht sogar elektrisierte Zweiräder, denn es gibt mittlerweile auch viele E-Roller, E-Motorräder und hier, das ist ja optimal gelöst. Oder weißt du was ich, wenn jemand eine Motocross-Maschine hat, fährt er auf irgendwelche Wettbewerbe, dann ist das natürlich fix umgebaut, fix verstaut und ein Bett darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und das ist natürlich ein Riesenbett, Riesenladefläche. Du hast hier auch gleich die Auffahrtsrampe dabei. Du hast das Riffelblech, alles, was sich natürlich der Biker wünscht. Du kannst hier 300 Kilo hinten letztendlich reinstellen, ohne Probleme. Zur Ösen drin. Das Ding ist sofort im Trocknen. Du kannst es auch abbrausen. Hier ist der Duschanschluss mit drin. Du kannst hier auch ein bisschen was reparieren. Du hast die Steckdosen, alles mit an Bord. Also finde ich toll. Und wenn du bei kälterer Jahreszeit kannst du mit den hinteren Raum mitheizen. Ich finde das wirklich mal durchdacht. Ja, Das ist wirklich mal eine ganz andere Geschichte. Gibt es natürlich immer viele, die sagen, ach, ich würde gerne mein Bike mitnehmen oder ich würde dies oder jenes. Du kannst ihn auch als Transporter natürlich nutzen. Das ist das Interessante, auch für Handwerker, für alle möglichen Bereiche. ja. Wir haben jetzt viele auch als Office-Mobil an Vertreter verkauft, die hinten ihre Ware dabei haben, Kleiderstangen teilweise drin, Modevertreter. Das Ding einfach nur auf halbe Höhe stellen und schlafen drin, haben drunter ihre Kollektion. Er ist halt total variabel. Ja, und das Riffelblech ist natürlich robust, man verkratzt den Boden nicht, ist auch einfach zu reinigen. Das heißt, wenn da doch mal irgendwie was daneben geht, dann hat man das auch schnell wieder sauber gemacht. Exaktamente. Du hast gesagt, bis zu 300 Kilo kann man hinten transportieren. Genau, auf der Fläche hinten kannst du 300 Kilo. Wir haben auch dann natürlich oben ein extrem großes Bett. Ja, fahr mal runter. Maximal 250 Kilo. Du hast schon gesagt, manche Hubbetten bieten nur bis maximal 120 Kilo. Ja. Und wenn man dann zu zweit drin schläft, dann wird das teilweise schon eng. Ne? Das absolut. Guck Also mal, was nicht nur eng, sondern auch eng mit dem Gewicht, weil, Mit dem sagen wir Gewicht. mal, ein normaler Mann mit guter Größe wiegt so 100 Kilo und dann das passende Weibchen Danke. dazu. Danke. Was wiegt dann das passende Weibchen Das dazu? passende Weibchen, sage ich mal, so 60, 70. So Okay. viel. Ich wiege zwischen 60, 70. Und dann sind wir eigentlich schon, dann haben wir eigentlich schon eine Überlastung, wenn es nur bis 120 geht. Siehst du, da ich haben habe wir- richtig gerechnet. Oder? Absolut, ja. Also dann braucht man schon hier maximal 250 Kilo. Du hast auch erzählt, ihr hattet kürzlich Kunden da, wo der Herr dann auch, wie viel hat er gewogen? 2,5 Meter auf 190 Kilo. Ja. Das war eine Herausforderung pur. Ja, ich finde sowieso, wenn man über 2 Meter ist, dann ist es sowieso nicht einfach, Wird ein schwierig. Wohnmobil zu finden. Siehst du, Ne? und da hast du das passende Bett gleich dazu. Ja. Du kannst es Also, auch jetzt irgendwo stehen lassen und kannst unten einladen. Siehst du? Ist natürlich schon pfiffig. Du lädst unten ein und oben machst ein Nickerchen. Das sollte man im Handwerksbereich nicht so oft erzählen, dass das Ja. funktioniert. aber so Vertreter, wenn du wirklich, oder auf Messen, du hast damit ein Fahrzeug, mit dem du ganz normal eigentlich parken könntest, ne? Und dann mal ein kleines Nickerchen, wenn du denn mal nicht unbedingt im Hotel schlafen willst, das geht hier natürlich auch. Aber schau mal, das wäre doch ein Auto auch für dich. Ja, Weil- Sven, bitte? Nicht nur Sven. Du hast mir erzählt, dein Freund hat mit Motorrädern zu tun. Ja. Dann wäre doch das eigentlich das Richtige. Das wäre ein Geburtstags-, Weihnachtsgeschenk, was auch immer. Ja, also ich habe kürzlich ein Haus gekauft, mein Budget ist ein bisschen, bisschen Dazu eine ausgeschöpft. Yacht auf Rädern. Genau, also Haus, Yacht, auch vielleicht noch eine echte Yacht, wenn ich... Okay, okay, ich kenne deinen Wunschzettel jetzt. Man soll ja nicht zu klein stapeln, ne? Aber Okay. Spaß beiseite.
Wir liegen hier nochmal bei rund, was war nochmal der Preis? Günstiger wie dein Haus wahrscheinlich und günstiger wie die Yacht. Ja. Wir liegen hier roundabout, um es nochmal zu zeigen. Wenn er fast voll ausgestattet ist, liegen wir bei 87.000, wobei hier sehr, sehr viel schon an Optionen drin ist. Ob man das natürlich alles braucht, ist die andere Geschichte. Ansonsten starten wir hier natürlich bei 75 und sind irgendwo bei 78 schon sehr gut ausgestattet mit den wichtigsten Details im Fahrzeug. Ja, genau nochmal das Datenblatt im Detail. Wir schreiben euch die Infos aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Oder wenn es euch gefallen hat, geht auf die Webseite von Mobilwetter. Oder man kann das Ganze, wenn man gerade nicht auf den Caravansalon Düsseldorf geht, wo kann man das Fahrzeug denn näher kennenlernen? Wir haben die ganze Palette natürlich in Landsberg am Lech stehen. Das ist zwischen München und Augsburg. Wir haben 12 Fabrikate, die größte Mobilwetter-Auswahl in Europa und sind natürlich immer gerne bereit, euch was zu zeigen. Ja, lieber Karl, vielen lieben Dank, dass wir das Fahrzeug kennenlernen durften. Liebe Sandra, es war mir wie immer ein Vergnügen. Ja, gerne. Und euch danke ich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Absolutes Like. Und kommentiert fleißig, wie euch Mobilwetter gefällt. Vielleicht habt ihr ja ein Mobilwetter zu Hause und könnt berichten, so eure Erfahrungen mit der Marke, mit den Fahrzeugen. Lasst es uns wissen. Und ganz, ganz wichtig, abonniert German Television, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Sehr wichtig. Ja, vielen Dank und bis bald. Ciao.